Ja, wir haben uns heute hier jetzt verabredet, um über das Thema, wie wird man Fotograf oder Fotografin zu sprechen. Folge 2. Folge 2. Folge 2? Ja, Folge 2. Absolut. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir hatten es ja schon angeteasert. Die Frage aller Fragen. Deswegen ist es auch die Folge 2 geworden. Weil ich glaube, das immer die Frage ist, die die meisten Menschen, die sich in dieser Welt irgendwann mal wiederfinden wollen, fragen. Absolut. Oder Frage, die sich stellen. Ist richtig. Ja, mir fällt auch gerade auf, wie oft ich das Wort absolut sage. Absolut. Mensch, Ist vielleicht, okay. ja, ich guck mal, ob ich jetzt noch ein anderes finde. Ja, es ist wirklich ein Thema, was wahnsinnig individuell ist, aber wir versuchen, unsere, unsere Geschichte zu erzählen. Den großen Blick zu geben. Ja, und natürlich auch so ein paar verschiedene Wege aufzuzeigen, vielleicht auch Dinge, die wir uns damals gewünscht hätten, die wir noch Hm. nicht wussten. Oh, einiges. Einiges. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit einem sehr bekannten Weg, und zwar Ausbildung oder Studium. Und ich glaube, viele, vor allem junge Leute, denken, sie müssten ein Studium oder eine Ausbildung in dem Bereich machen, um überhaupt Fotograf oder Fotografin sein zu dürfen. Es ist ja schon absolut kein Geheimnis mehr, dass das mittlerweile nicht mehr nötig ist. War ja Ja. früher so. Aber Früher durfte man sich ja nicht mal Fotograf nennen, ohne ja, eine Ausbildung, glaube ich. Ich habe in der Zeit angefangen, als das noch so war. Da haben sich alle Fotodesigner und Fotokünstler genannt, aber man durfte sich nicht Fotograf nennen. ja, und du hast ja 2 Semester Fotografie studiert. Jetzt interessiert Ja. mich natürlich brennend, weil ich wollte unbedingt Fotografie studieren damals. Ich wurde aber nicht angenommen. Was habe ich verpasst? Jules, kannst du mir das einmal bitte erklären? Erst wollte ich eine Ausbildung machen auch. Ich komme Okay. ja aus dem Dorf, aus einer kleinen Stadt bei Heilbronn. Und da gab es 3 Fotostudios. Ich nenne sie immer liebevoll Babybauch-Fotostudios, äh, wo eben Porträts, Hochzeiten, Geburtstage, Babybäuche, Schwangere, Familienporträts und so weiter gemacht werden. Und das war für mich damals mit 17, 18 die einzige Anlaufstelle, die es gab, um Fotograf zu werden und das überhaupt irgendwie als Beruf zu sehen. Es gab auch eine Schule, die war aber privat und die konnte ich mir und meine Familie nicht leisten, deswegen war das auch keine Option. Ähm, und ich habe mich dann auch mit 18, glaube ich, auf Initiativ, offene Stellen gab es nicht, aber initiativ bei diesen Studios beworben. Bin sehr froh, da nicht angenommen worden zu sein. Du wurdest nicht angenommen. Nein, nein. Das Also ist was ja ist nicht spannend. angenommen? Ich weiß nicht, ob die vielleicht keine offenen Stellen gerade hatten, aber ich habe mich da Okay. auf eine Ausbildung beworben als Fotograf, ja. Und ich erinnere mich noch an ein Studio, das war so ein bisschen besser. Ähm, Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war auch nicht anders als die anderen, aber es war nicht eins dieser, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen altbackenen, Hm. eingestaubten Dorfstudios, sondern ein bisschen cooler, ein bisschen jünger. Da habe ich tatsächlich einfach eine Absage bekommen, ja. Okay. Aber mit was für einer Begründung weiß ich natürlich auch nicht so richtig, weil es kann ja einfach sein, dass die keine Stelle hatten oder keine Kapazität oder keine Ausbildungsplätze oder was auch immer. Ja. Aber es hat mich schon demotiviert damals und dann habe ich mich entschieden, ja gut, dann mache ich am Abi nach meiner Ausbildung. Und also Ausbildung als Informatiker, wohlgemerkt, Ja. hat nichts mit Fotografie zu tun gehabt. Und dann nach dem Abi habe ich mich in Berlin an der Uni beworben, weil das für mich auch damals mit 18, 19 der einzige Weg war, überhaupt an sowas zu kommen, an diesen Beruf irgendwie ranzukommen, Studium. Ja. Und natürlich dachte ich, gut, wenn Ausbildung nicht funktioniert, dann Studium. Dann habe ich einen Bachelor und dann bin ich Fotograf. Mhm. Ich lache, weil heute denke ich mir, jo, alles Quatsch. Ja. So. Verstehe aber auch, dass viele junge Leute das nicht so sehen. Und auch meiner Meinung nach von Familienhintergründen und von wie wir in Deutschland auch viele von uns aufwachsen, Sicherheit, mach was Handfestes, mach was mit einem Abschluss Mhm. vorgelebt bekommen oder auch
ich würde nicht sagen gezwungen werden, aber von ihren Eltern schon auch ein bisschen dahin gedrängt werden, einen Abschluss zu haben, einen sauberen und ja, eine Ausbildung vielleicht sogar, bevor sie sowas Kreatives, was auch viele nicht verstehen, anfangen. So. Ja. Und ich glaube, kurz nochmal zurück zum Thema Ausbildung, dass wenn man genau in diese Schiene gehen möchte, Babybauch und Passfotos und so weiter, dafür gibt es ja auch einen großen Markt. Also ich würde nicht sagen, so, das darf niemand machen, weil das ist altbacken, sondern wenn man denkt, hey, man hätte gern ein eigenes Fotostudio, wo halt jeden Tag Leute ein- und ausgehen, die genau das brauchen, dann go for it. Ja, Aber das ist natürlich nicht der richtige Weg, wenn man jetzt sagt, ich möchte, große Künstlerin werden, genau, riesen Kunden haben, große Kampagnen shooten, da ist das, glaube ich. Wobei, ich kenne auch welche, die haben das so gemacht, aber die haben dann eben nach der Ausbildung noch sehr viel Gas gegeben, um dahin zu kommen. Also, ich sag mal so, mit einer Ausbildung alleine haut es nicht hin, glaube ich. ja, Also, ähm, zu denken, nur eine Ausbildung oder auch nur ein Studium und danach ist man Fotograf und arbeitet und verdient ganz viel Geld und hat nur Fashion Models vor sich und reist die ganze Zeit, das ist ein ganz großer Trugschluss und den haben wir ja auch beide erlebt, ja, eigentlich so. Ähm, genau, und dann mein Studium habe ich begonnen mit sehr, sehr viel Motivation und ich war super aufgeregt und ich dachte, wow, ich werde in Berlin an der Uni genommen, Foto-Uni. Ich muss ja was können, ich muss ja gut sein in dem, was ich mache. Und habe dann aber relativ schnell festgestellt, leider, dass an meiner Uni, die privat war, sehr viel mehr zählt, wer bezahlt. ja, verstehe ich. Ja. Aber welche Module hattest du da? Was lernt man wirklich in einem Studium? Weil, also was ich so mitbekomme, Ja, ist, dass zwar die Leute danach gut Bilder entwickeln können und auch viele Lichtsetups aufstellen können, auch gut aussortieren können, Bilder und so weiter. Aber was ja zum Beispiel gar nicht Teil des Studiums ist, ist so Business. das weiß ich gar nicht. Also ich habe ja nur 2 Semester studiert. In diesen 2 Semestern ging sehr, sehr viel Grundwissen, also Basics Studio, wo ich heute sagen würde, das sind nicht mal die Basics, das ist viel, viel weniger als Basics. Also, Ja, gib mal ein Beispiel. Also es ja, naja, wir interessiert hatten eine mich wirklich. Dozentin, die wusste nicht, wie man einen Generator benutzt, bedient. Und die Schüler haben ihr dann erklärt, wie man den Generator einschaltet und bedient. Und das war schon sehr frustrierend für mich als technikinteressierter Mensch, der einfach was lernen wollte und gehofft hat, mit meinen Dozenten auch Mentoren zu haben, die einem einfach was beibringen und die einem auch die Lust am Fotografieren geben und einen motivieren. Und da habe ich halt sehr, sehr viel ja, gelitten, weil ich halt einfach wirklich nicht zufrieden war mit meinen Dozenten. Und Ja, man kann halt das war Glück oder schon Pech haben mit so sicher. Also es Dozenten, gibt mit Sicherheit auch Dozentinnen. Studiengänge und auch Schulen, die da sehr viel besser sind, wie zum Beispiel Blätterverein, würde ich sagen, oder auch die Ostkreuz eventuell. Aber das war für mich auch damals zum Beispiel keine Option, weil ich in diesem Denkmuster war, ich brauche einen Bachelorabschluss. Und den bekommt man nun mal nicht bei der Lette oder beim Ostkreuz, sondern nur ein Diplom. Ja, wird doch in der Schule ganz oft gesagt. Mach Genau, Bachelor, mach genau, Master ja, und ja, dann verdienst du viel Geld. ja. Und dann habe ich eben durch diese 2 Semester, hatte kein Geld in Berlin, hatte kein Leben, habe auch irgendwie noch Wochenende dann gearbeitet, um irgendwie alles zu finanzieren. Nach 2 Semestern Praktikum in Hamburg angefangen oder bekommen und habe aber dann im Praktikum gemerkt, wow, ich bin eher ein Mensch, der praktisch arbeiten muss. Ich bin Learning by Doing Mensch. Ich will, während ich etwas tue, das lernen und nicht Theorie im Buch was lesen und dann anwenden, weil so lerne ich, also so bin ich nicht. Und da sind wir auf jeden Fall gleich. Ja, Auch wenn wir in einigen Punkten unterschiedlich sind, ja, Jules, das haben wir auf jeden Fall ja, gemeinsam. ja, Und ich glaube auch, dass für die meisten genau das Gleiche gilt. ja. Machen, assistieren, Kamera in die Hand nehmen, Fotografieren. Machen fotografieren, auch viel zu wenige. genau. Und ja, am Ende, welchen Weg man genau geht, ist einem dann selber überlassen. Aber der Weg des, ich nehme jetzt meine Kamera, ich schaue jetzt, dass ich so viel fotografiere wie möglich,
ist der Weg, den ich den meisten Leuten rate. Aber gerade auch so Studium und so weiter, da geht es ja dann auch viel um Kontakte. Und das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich habe durch Assistieren viel mehr Kontakte bekommen und auch viel Mhm. mehr wichtigere Kontakte als durch mein Studium. Ich habe natürlich auch nicht lange studiert. Ich wollte gerade noch sagen, ich kenne auch einige Fotografen, die auch erfolgreiche Fotografen sind, ähm, die auch an Unis waren. Also ich glaube, München ist eine relativ gute Uni. Ähm, Oder Düsseldorf. Christian. Ich meine, Christian hat beim Letteverein Christian war studiert. im Letteverein und Ja. da wird man halt Künstler auch. Also es gibt ja auch Unis, wo man einfach ganz doll Richtung Kunst entwickelt wird und ähm, das war aber nie so mein Approach. Genau. Und dann der Weg Assistenz oder Praktika ist ja ehrlich gesagt der Weg, den ich in meiner Laufbahn vermisse und super gerne gehabt hätte. Und ich persönlich, da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, habe wirklich komplett Social Media genutzt, um Von quasi Anfang an. von Anfang an, um an Jobs zu kommen, um Reichweite zu generieren. Aber wie Ähm, hast du dein Wissen dir angeeignet? Also mit was? also am Durch, Anfang ganz viele YouTube-Videos, ja, wie was viele so, wahrscheinlich, ja, aber so die Basics, ja, ISO, Verschlusszeit, Blende und so ja. weiter. Ganz viele Videos geguckt, rausgegangen, fotografiert, Freunde gefragt, ob ich sie fotografieren darf. Und ich muss auch sagen, dass ich da echt froh bin, das so gemacht zu haben, Ich weil habe auch ich, viele Freunde gefragt. Ich erinnere mich gerade ja, an meine ersten Schritte. ja, 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 muss man dann irgendwie ja. auch. Und ich habe wirklich gemerkt, wie ich wahnsinnig sicher geworden bin. Ich hätte ab einem gewissen Punkt die Kamera im Schlaf bedienen können, Mhm, weil ich so viel fotografiert habe und dann auch mhm. gemerkt habe, was gefällt mir wirklich gut und was nicht. Mir hat halt nie wirklich jemand Feedback gegeben, das muss man auch mal sagen. Mir Ja. hat halt kein Lehrer oder keine Lehrerin gesagt, oh, guck bei der Komposition noch mal so und so Mhm. oder vielleicht solltest du die Verschlusszeit mal so anpassen oder das Licht mal anders Hast setzen. du, hast du Dinge nachfotografiert, die dir gefallen haben? Oder Ja, hast du selbst Sachen dir überlegt und gemacht? auf jeden Fall. Steal Like an Artist, auch kleine Buchempfehlung an der Seite, an der Stelle. Ähm, Ganz viel kopieren. Da gibt es ja auch diesen schönen Vergleich, dass wenn du zum Beispiel auch kochen lernst, Ich dann, finde, kopieren ist ein sehr negativer Begriff, sehr negativ behaftet immer. ja, obwohl, also Ja. was kann man Ich ansonsten? sage immer nachfotografieren, einfach weil es sich nicht so, ich finde, kopieren hat sich so eingebürgert als negativ, was ja auch so moralisch ein bisschen oft gerne nicht so gerne gesehen wird. Ja, aber wie gesagt, da gibt es die schönen Vergleiche, dass wenn du zum Beispiel Koch werden möchtest, du ja auch erstmal Gerichte Mhm. nachkochst, bevor du deine eigenen kreierst. Stimmt, Oder ja. genauso, wenn du ein Musikinstrument lernst, Ja, so Klavier, dann komponierst du auch nicht von Anfang an eigene ja, das finde Stücke, ich ganz cooler. genau, sondern du Ja, spielst erstmal die Sachen, die es schon gibt und schaust natürlich dann auch, okay, welcher ja, Musiker, welche Musikerin sagt mir am meisten zu, welche Lieder spiele ich am liebsten oder auch welche Gerichte koche ich am liebsten. ja. Und so ist in der Fotografie auch. Also man schaut dann, wo fühle ich mich wohl? Ist es eher Tageslicht? Ist es eher offenblendig? Ist es eher Studio? Und so findet man ganz gut seine Nische. Man muss aber einfach sau viel fotografieren. Das habe ich auch am Anfang nicht viel gemacht. Muss ich auch zugeben. Ich habe zu wenig fotografiert. Ich habe natürlich Freunde gefragt. Ich habe aber auch sehr früh gedacht, ich bin Fotograf. Habe aber dann irgendwann gemerkt, das war noch lange nicht das, was ein Fotograf können muss und sollte, um wirklich zu arbeiten. Ähm, aber ja, fotografieren, 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 fotografieren. Nicht nur sich über Technik informieren und Technik kaufen und die besten Kameras kaufen, sondern einfach fotografieren. Ob mit Studiolicht, mit Tageslicht, ist alles egal. Ausprobieren. Ich habe auch die Makroobjektive gekauft, um Blumen zu fotografieren und ich habe auch die Stative mir verglichen, um Timelapses das erste Mal zu fotografieren. Ich habe alles ausprobiert und ich glaube, das ist auch der Moment, wo man schon so am Anfang merkt, worauf man Lust hat, weil das finde ich auch super wichtig, dass man merkt, was macht mir Spaß. Und wenn man eben Spaß hat an Landschaften, dann macht man halt Landschaften. Und wenn man Spaß hat an Menschen, dann arbeitet man halt mehr mit Menschen zusammen. Ich zum Beispiel, ich dachte am Anfang zu Studienzeiten, ich werde Fashionfotograf, weil das für mich einfach die oberste Stufe der Karriereleiter war, Fashion.
So, wie das natürlich auch immer bei GNTM und was auch immer so dargestellt wird, dass man halt irgendwie als erfolgreicher Fotograf Fashion-Fotograf wird. Und habe dann durch die Assistenz gelernt oder gemerkt, ist gar nicht so. Du kannst mit Stilllife erfolgreich sein, du kannst mit Lifestyle erfolgreich sein, du kannst auch mit einfach nur Porträts erfolgreich sein, aber du musst auf jeden Fall, und das sage ich auch immer allen Menschen, das finden, was dir Spaß macht. Ja, und vor allem auch, du musst dich irgendwann entscheiden. Leider ja. Du kannst nicht alles Leider ja. machen. Aber da muss man sich noch nicht am Anfang entscheiden. Das dauert noch. Absolut nicht, Ja. nee. Aber Irgendwann schon, aber irgendwann schon. ich würde sagen, man muss sich zu einem Zeitpunkt entscheiden, wo man schon Geld verdienen kann mit Fotografie. Also ich konnte schon davon leben durch die Assistenz, aber hatte mich noch nicht entschieden. Hm. So, und das kam dann erst später. Ja. Richtig. Und das bedeutet ja auch nicht, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin Porträtfotografin, dass man dann nie wieder was anderes fotografieren darf. Generell geht es ja auch darum, was zeige ich auf meinen Social-Media-Kanälen oder auf meiner Webseite. Ja. Deshalb kann man ja trotzdem auch andere Jobs annehmen, aber sollte die dann nicht an die große Glocke hängen, damit man als Experte oder als Expertin wahrgenommen wird. Ja. Und ja, aber jetzt schon mal ganz kurz zusammenfassend. Wir sind beim Weg gewesen. Wir sind ganz am Anfang gerade noch. Wir sind ganz am Anfang. Ja. Wir hatten schon Ausbildung, wir hatten Ja. Studium, wir hatten Learning by Doing, Ja. Assistenz, Praktika. Das alles sind Wege, die entweder alleine funktionieren oder in Kombination. Und Wahrscheinlich gibt es jetzt Menschen, die sagen, ja, das weiß ich ja alles schon. Ich bin schon da, ich habe das schon alles gemacht, aber wie werde ich denn jetzt Fotograf? dann So. erzählen wir mal noch ein Ja. bisschen weiter. Ja, das ist jetzt halt diese Frage, wie wird man? Ich werde oft gefragt, ja, wie bist du denn Fotograf geworden? Oder seit wann bist du denn Fotograf? Und mir fällt das super schwer, da eine Antwort drauf zu haben, weil es einfach ein super schleichender, über Jahre hinweg Prozess war und es gab nicht den Tag oder den Abschluss, wo ich dann gesagt habe, jetzt bin ich Fotograf, sondern irgendwann merkt man, ich habe genug Jobs, ich fühle mich sicher in dem, was ich mache, ich habe keine Angst mehr vor Jobs, ich weiß auch so ein bisschen, wo ich mich bewege und dann ist man auch Fotograf, aber am Anfang ist es natürlich mit sehr viel Unsicherheit verbunden und natürlich, du hast gerade schon gesagt, Instagram und Social Media ist ein Riesenthema geworden. Das war damals bei mir noch nicht so ein Riesending, als ich angefangen habe, 2012. Da gab es noch kein Instagram so richtig. Facebook gab es schon. Es gab auch schon so die ersten Leute, die auf Facebook so ein bisschen Reichweite hatten. Aber Reichweite hieß damals noch 10.000 Menschen. Da warst du schon so Hyper-Influencer. Wow. Ja, Ja. und das kam dann erst alles. Und wie man davor Fotograf geworden ist, gute Frage. Ich finde, ein wichtiger Weg ist noch zu nennen, hier an der Welcher? Stelle. Und zwar, ich zum Beispiel habe Teilzeit bei Julia und Jill gearbeitet, bei 2 Fotografen und habe sozusagen 25 Stunden in der Woche für andere gearbeitet, die schon dort sind, wo ich gerne hin will, und den Rest der Woche für mich und meine Selbstständigkeit, um die aufzubauen. 25 Stunden. Ja, ich war Ja. 25 Stunden angestellt. Und das Ganze hat wahnsinnig gut funktioniert, weil ich finanziell abgesichert war, weil ich bei der Arbeit wahnsinnig viel lernen konnte, Ja. auch wenn die beiden in einem ganz anderen Bereich arbeiten als ich jetzt, in der Hochzeitsbranche und damit ja auch Privatkunden bedienen, obwohl ich jetzt B2B arbeite, also vor allem für Unternehmen. Und dennoch war das so gut für mich zu lernen, so schreibe ich ein Angebot, so schreibe ich eine Rechnung, so funktioniert ein Newsletter, so erstelle ich eine Webseite. Und das waren alles Dinge abseits des Fotografierens an sich, weil das habe ich super gut alleine hinbekommen. Ich habe meine Shootings organisiert, ich konnte meine Kamera bedienen, ich habe mir Lichtequipment gekauft, das getestet, aber dieses ganze Konstrukt dahinter, Kundengewinnung, Ja. E-Mails und so weiter, all das konnte ich voll gut mitnehmen von den beiden. Bin auch nach wie vor sehr dankbar, falls jetzt irgendjemand hier zuhört von Interessant. ja, und das kann ich auch empfehlen, also zu schauen, hey, bei wem kann ich arbeiten, Teilzeit, sodass ich da abgesichert bin, aber schon währenddessen zum Beispiel ein Gewerbe anmelde, kleine Brands anfrage, Privatkundenanfrage,
Also Kaltakquise kann man ja immer machen im Ja, Freundeskreis also ich oder. glaube, du meinst einfach diese Business-Geschichte. Also ich habe mich gerade an meine Zeit erinnert, Praktika und Assistenz. Ich habe das nie gelernt, Rechnung schreiben. Ich habe mir das alles selber beigebracht, mit viel, viel Lesen, viel, viel auch YouTube-Videos und Steuern, was muss ich machen. Und das gehört natürlich auch dazu. Also nur fotografieren und sich nicht um den Rest kümmern, das, so wird man nicht Fotografin. Aber wenn man sich da ein gesundes Basiswissen anschafft, dann hat man schon den nächsten Schritt getan, glaube ich. Und der ist super wichtig, um später auch mal zu verstehen, was ist denn überhaupt ein sinnvoller Tagessatz? Wie viel muss ich denn verdienen am Tag, um überhaupt mein Leben bezahlen zu können? Äh, Was sollte eine Produktion kosten? Das sind natürlich alles dann Sachen, die kommen erst später, aber die Basis dafür ist auf jeden Fall, das Grundwissen zu diesem ganzen Business-Thema zu haben. So. Ja. Und ich glaube, man merkt auch ganz gut, wann kommen so die ersten Anfragen, kommen Leute auf einen zu, die sagen, hey, ich würde dich gerne buchen. Manchmal geht das ja schneller, Wie als viel man hast du in denkt. deinem allerersten Job verdient? Das weiß ich gar Ich nicht weiß es mehr. noch. Ja, wie viel? Ja, gar nichts. Ja, okay. Nee, ich habe das erste Mal für jemanden gearbeitet, das war eine Hochzeit, kein Geld verdient, weil ich Portfolio aufbauen wollte und dann natürlich allen gesagt habe, hey, ich fotografiere eure Hochzeit für umsonst und dann habe ich die ersten zwei, drei Sachen oder ersten zwei Hochzeiten meines Lebens kostenlos fotografiert und dann habe ich, glaube ich, 150 € verlangt für die dritte. Und es hat sich richtig viel angefühlt. Und es hat nicht geklappt, weil sie das nicht bezahlen wollten. Oha. Und dann haben aber Freunde von Freunden geheiratet und die haben mir 250 € bezahlt für die erste Hochzeit. Ja, habe ich viele Gedanken zu. Erstmal, freie Projekte, wahnsinnig wichtig. Man Ja. muss am Anfang investieren. Und zwar nicht nur Geld. Ja, Equipment ist teuer, sowohl MacBook, Kamera, Objektiv und so weiter, aber auch Shootings organisieren, für die man kein Geld bekommt. Weil anders kann man sein Portfolio nicht aufbauen, anders kann man Leuten nicht zeigen, was man eigentlich drauf hat. Dementsprechend, ich weiß, man liest auch super viel, verkauf dich nicht unterm Wert und so weiter. Das ist auch alles richtig ab einem gewissen Punkt. Aber ganz am Anfang muss man viel geben, um dann irgendwann auch Ja. nehmen zu können. Weil du sagst gerade Geld. Ich glaube und also ich bin der Meinung, heutzutage leben wir in einer Welt, wo man mit der Fotografie alles machen darf. Also ich muss kurz ausholen. Also ich bin 2010 in diese Welt eingestiegen, da waren Digitalkameras gerade der neueste Shit. So. Ähm, und jeder wollte perfekte, digitale, aufgemotzte Photoshop-Bilder sehen. Das ist vorbei. So. Man kann analog fotografieren, man kann mit einer schlechten Kamera fotografieren, man kann mit einer guten Kamera fotografieren, man kann mit einer günstigen, mit einer teuren, man kann mit allem fotografieren und man kann mit allem was Schönes machen heutzutage. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt heute eine, keine Ahnung, 5D Mark II, meine erste richtig proper Spiegelreflexkamera kaufen würde, würde man die schon für 150 € kriegen oder sowas. Und das war damals die beste Kamera, die es gab, so vor 10 Jahren. Also damit wurden weltweite Kampagnen geschossen. Das ist keine schlechte Kamera. Ich glaube, den Fehler, den aber viele machen, ist, dass sie denken, alles ist so teuer, weil sie natürlich die neueste Technik immer haben wollen. Die ist aber einfach nicht nötig heutzutage. Man braucht es nicht. Ja, So, kameratechnisch. ja, verstehe ich. Um die ersten Schritte zu machen. Das stimmt. Für So. die ersten Schritte Ja. sehe ich es genauso. Ja. Ich muss aber sagen, wenn man dann wirklich auf einem sehr professionellen Level arbeitet, lange im Business ist, dann ergibt es absolut Sinn, auf Ja. eine neue Kamera umzusteigen. Aber dann weiß man auch, warum man die braucht. Absolut. So. Ja. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, warum sie sich die teuerste Kamera kaufen, vor allem am Anfang, sondern einfach nur denken oder gelesen haben, das ist die beste Kamera und die hat 60 Megapixel, die kein Mensch braucht. Und deswegen sich dann aber auch davor scheuen, oder die gar nicht kaufen können, weil sie das Geld nicht haben und dann sagen, oh, ich kann es nicht, weil es zu teuer ist, zu viel Geld. Ich sage, kauf dir lieber eine alte, 5 Jahre alte kleine Cam mit einem billigen Objektiv und dann geht's los. Meine allererste Kamera ever, die ich besessen habe, war eine Canon XS70, die jetzt wieder cool ist. Stimmt, die ist jetzt wieder cool. Ja. Ja. Habe ich mir vom ersten Ausbildungsgehalt gekauft. Cool. Ja. Ja, ich hatte auch so eine kleine Digicam. Lass mich raten, Sony.
Nee, also 2011 war es die Sony A55. Da habe ich die spiegellose Cam gekauft von meinem Jugendweihgeld. Ach, doch eine Aber, Sony. aber davor Ah, hatte ich eine Kodak irgendwas. Eine kleine Kodak, rote. analog. Nee, ich glaube, es Guck war mal, eine siehst du, Kodak. wie Ich hoffe, Plan ich habe ich. erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich kann es dann gerne nochmal raussuchen. Aber das war auch wirklich, ich konnte ja nichts einstellen und dachte da auch schon, boah, ich bin Fotografin. Ja, ja, Also ja. wirklich, ja. Und was ich auch noch sagen will, wenn man auch das Gefühl hat, boah, ich wünschte, ich könnte irgendwie mit besserem Equipment arbeiten und lernen. Es gibt ja auch mittlerweile Firmen wie Grover, wo man auch Equipment mieten kann, Ja, was auch wirklich gut ist, weil du die besten Kameras und Objektive für 3, 6, für einen 12 Bruchteil Monate, dessen, was es kostet, wenn man sich's kauft, ja, leihen kann. Ja, genau. Und dann zahlt man halt pro Monat irgendwie 20 Euro für eine Kamera ja. und kann sich wirklich gut ausprobieren und auch testen, ob das für die eigenen Zwecke wirklich notwendig ist oder nicht. Ich glaube, man weiß es aber noch nicht am Anfang, was gut ist für seine Zwecke. Ich glaube, das Fazit daraus ist, Equipment ist nicht so wichtig. Nein, So, am Anfang gar ja, nicht, wirklich. ja. Ich würde trotzdem sagen, also zum Beispiel jetzt iPhone, das Thema. Ja, Klar ist eine Kamera, die hast du immer dabei, würde ich auch nicht unterschätzen. Aber vor allem, wenn du Blende, ISO, Verschlusszeit lernen willst, würde ich dir eher eine richtige Kamera empfehlen. Die kann 10 Jahre alt sein, ja, aber dass du da einfach rumspielst, an den die Knöpfen Grundlagen. drehst. Ja, Equipment ist, finde ich, keine Excuse mehr, nicht einfach loszulegen. Wenn es dann aber, und da können wir jetzt mal weitermachen, Schritt von Hobby zu Beruf, ich glaube, das ist auch das, wo viele dann stocken. Und ich glaube, das ist das, wo das dann auch anfängt, wo man sagen kann, ich bin jetzt Fotograf, wenn es kein Hobby mehr ist, sondern wenn man dann damit Geld verdienen muss. Und da geht es mir auch sehr oft so, wenn dann der Kommentar manchmal kommt, ah, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Sag ich ja, aber ich habe jetzt halt auch leider kein Hobby mehr. So, Es ist weg. es ist halt wirklich weg. Ja. Ich kenne auch schon ein paar Menschen, die ganz bewusst gesagt haben, ich will, dass das mein Hobby bleibt und ich will nicht den Druck und den Stress jeden Monat haben, dass ich damit Geld verdienen muss. Und das finde ich auch ein sehr, sehr valid point, weil ähm, auch ich hatte schon sau viele Momente im Leben, wo es mir nicht gut ging, wo ich einfach sehr, sehr viel Stress, Druck und Angst auch hatte vor was kommt, wenn man mal irgendwie 2 Monate keinen Job hat. Und das ist nicht für jedermann ähm, geeignet. Und das muss man sich auch überlegen und nicht nur diesem Traum hinterherrennen, Fotograf sein, weil es sich alles so toll anhört. So. Ja, und das ist ja generell ganz oft so, dass man immer die sieht, die sehr erfolgreich sind, Immer. aber Ja. man sieht halt auch nie die, die gescheitert sind, so blöd es Ja, oder klingt. die halt, ich nenne es immer Krebsen, die halt arbeiten in dem Bereich, aber nicht happy sind, weil sie zu wenig Aufträge haben, zu wenig verdienen, ähm, ja, Ja. wenig gebucht sind einfach. Und das natürlich dann auch nicht schön ist, wenn man eigentlich träumt davon, irgendwie whatever, eine Familie zu ernähren, in Urlaub fahren zu können, Luxus sich leisten zu können und nicht nur seine Miete bezahlen zu können davon, uns aber einfach nicht schafft. Und dann wird das ganz schnell auch zu einem Beruf, der nicht mehr so schön ist für manche. Und das ist natürlich schade. Aber das weiß man vorher natürlich nicht, aber ähm, man sollte auf jeden Fall das Bewusstsein und aufmerksam sich selbst fühlen, ob das alles noch Spaß macht oder ob man merkt, oh, vielleicht will ich doch gar nicht beruflich Fotograf sein, sondern vielleicht bleibt es einfach mein Hobby. Und ich habe Spaß dabei und der Spaß bleibt. So. Und wenn man dann aber, wo wir ja auch heute so ein bisschen hinwollen, die Entscheidung trifft, ich will es zu meinem Beruf machen, was dann die nächsten Schritte sind. Wir haben schon, ich glaube, jetzt in der ersten Folge über Städte gesprochen. Wo ziehe ich vielleicht hin? Was ist wichtig? Wen muss ich kennen? Netzwerk und so weiter. Und da war bei mir damals das größte Fragezeichen. Ich Ähm, möchte auch noch einmal kurz sagen, dass ich das ganz wichtig finde, nicht immer nur das Gefühl zu vermitteln, dass alles so einfach wäre und trau dich einfach und dann klappt es schon.
weil ich das auch so oft auf Social Media sehe, will ich Ja, das jetzt noch einmal sagen. live your dream. Genau, live your dream. Es ist für viele wahnsinnig schwer, auch in der Branche. Es gibt viele, die Definitiv, das ja. werden wollen und ich möchte auch nicht vor allem jungen Leuten das Gefühl geben, es ist alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, so. Mhm. Ja, aber um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen, Ja, also du sagst schon, einfach machen, sagen viele, ja, einfach machen. So. Aber es ist halt nicht einfach machen. Es ist genau, es ist nicht machen. Es einfach. ist sehr, sehr viel Arbeit, es ist sehr steiniger Weg. Es ist einfach, es ist ein Beruf. Selbstständigkeit, die kommt dir nicht zugeflogen, sondern die hat mit sehr viel Fleiß und auch sehr viel Zeit, die man investieren muss, zu tun. Und allein der Wunsch, Fotograf zu werden, macht dich noch nicht zum Fotografen. Du musst sehr, sehr viel dafür tun. Ja, So. und was ich auch noch sagen will, ich bin trotzdem wahnsinnig dankbar, Fotografin zu sein. Also das soll jetzt auch gar nicht so Ja, klingen, als ja. wäre das jetzt absoluter Pain für uns, diesen Nö. Beruf Es ist ein auszuüben. toller, es ist ein Genau. toller Beruf. Es Ja. ist ein wahnsinnig toller, abwechslungsreicher Beruf, aber natürlich darf und muss man einiges investieren an Energie, Zeit, Motivation Nerven. und Nerven. Ja. Und ich muss aber sagen, was ich wirklich schön finde, ich merke extrem, wie ich als Mensch die letzten Jahre gewachsen bin. Und alles, was ich für meine Selbstständigkeit lerne und für meinen Beruf, das kann ich auch für mein Privatleben Zum nutzen. Beispiel? Da geht es viel um Selbstbewusstsein und für sich einstehen Stimmt, ja. und Respekt. Stimmt. Und ich habe mich damals gerne untergeordnet und Mhm. Ich auch, ja. ja auch viel beeinflussen lassen. Und ich merke immer mehr, wie ich klarer werde in dem, wer ich bin, was ich Selbstbewusster. möchte. Genau, auch wenn es um Preise geht. Ich weiß noch, wie ich so 2019, 20, wie ich mich unter meinem Wert verkauft habe. Das kann man wirklich keinem erzählen. Mhm. Ja, für 100 € habe ich auch teilweise Shootings angeboten. Ja. Also das, ja, Aber man muss auch, das muss man gemacht haben. auch das muss man Also es gemacht bringt haben. nichts zu sagen, ich bin jetzt Fotograf und dann 4.000 € Tagessatz aufzurufen, wird niemand bezahlen. So. Vielleicht bist du die 0,01%, bei der das funktioniert, aber in der Ja, Regel wird es nicht so in der sein. Regel nicht. In der Regel ist der Weg so, dass man ganz, ganz klein anfängt oder sogar umsonst, um sich Portfolio aufzubauen, um Kontakte auch zu bekommen. Dann irgendwann merkt, ich kann damit vielleicht Geld verdienen und dann natürlich auch Kollegen, Freunde, Netzwerk auch nutzt, um rauszufinden, was bin ich denn wert und auch sich irgendwann zu trauen, den Tagessatz zu erhöhen oder vielleicht 100 € mehr zu verlangen oder auch zu sagen, ich verliere jetzt lieber ein paar Kunden und gewinne dafür aber ein paar neue. Das war bei mir damals in der Assistenzzeit ein Riesenpunkt. Selbst da in der Assistenz war der Moment, ich habe mit 150 € am Tag angefangen und habe irgendwann auf 200 € erhöht. Und mir war klar, ich werde viele Fotografen, für die ich arbeite, dadurch verlieren. Und habe ich auch verloren. Aber ich habe auch dann ein paar dazu gewonnen. Was ist normal für eine Assistenz? 500 €, oder? Mittlerweile für einen guten Lichtassistenten, Lichttechniker und Digi-Operator um die 500 € am Tag. Ja. Was aber schon auch gutes Geld ist. Ja. Also man kann mittlerweile sehr gut davon leben, wenn man arbeitet, wenn man gut arbeitet. Also Als Assi. kein Assistent arbeitet 20 Tage im Monat. Ich Mhm. würde eher sagen, es sind vielleicht 10 maximal, 15 vielleicht, manchmal auch nur 5, manchmal auch vielleicht 0, aber man kann davon leben, ja. Und vielleicht kann man ja auch einmal so einen kleinen Ausblick geben im Sinne von, was ist denn möglich in der Fotografie zu verdienen? Weil jetzt haben wir gerade so viele Summen genannt, 100 € am Anfang, 0 € am Anfang. Was ist denn da möglich? Alles, Alles, ne? ja, Es ist wirklich alles möglich. das ist alles möglich. Ja, was heißt alles? In Deutschland, es gibt in Deutschland schon Grenzen, glaube ich, aber man kann natürlich, ich meine, du kennst sicher Leute in deiner Welt, die über 100.000 im Jahr verdienen und mehr. Absolut. Und ich kenne auch Menschen in meiner Branche, die über 100.000 und mehr verdienen. Und über 100.000 ist in Deutschland schon, glaube ich, viel
mehr als der Durchschnitt. Viel mehr als So, der Durchschnitt. deswegen, das geht alles. Da werden wir sicher auch nochmal wann anders drüber reden, über Geld. Das ist ein Riesenpunkt, aber man kann sehr viel Geld damit verdienen. Man kann aber auch wenig damit verdienen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Lebensumstände sind. Es gibt Menschen, die kommen mit weniger gut aus. Es gibt Menschen, die ja wohnen in anderen Städten, in teureren Städten, die müssen mit mehr auskommen. Das ist natürlich normal. Aber am Anfang war bei mir einfach nur irgendwie Miete bezahlen und irgendwie essen können davon wichtig als junger Erwachsener, wo wir natürlich auch wieder bei einem Punkt wären, dass viele junge Leute einen Vorteil davon haben. Also wenn man jung anfängt, hat man einen Vorteil, weil man nun mal nicht so viel Geld braucht. Wenn man Mitte 40 ist und eine Familie ernähren muss, dann ist es natürlich nicht mehr so einfach, Fotograf zu werden oder halt seinen Beruf zu wechseln, weil man einfach einen sehr, sehr viel schwierigeren Weg vor sich hat, bis man an dem Punkt vielleicht ist, wo man jetzt gerade ist mit seinem Job, den man hat. Und das ist natürlich für viele eine riesen Hürde. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, dann scheitern die meisten in den ersten 3 Jahren. Wo hast du die Zahl her? Von Julia und Jill. Und die wissen Noch alles, aus, oder? ich kann es jetzt nicht verifizieren, aber aus meinen Angestelltenzeiten Okay. weiß ich, dass sie das sehr oft gesagt haben. Und ich kann mir auch gut Okay. vorstellen, dass es stimmt. Was muss man denn tun, wenn man jetzt sehr viel fotografiert? Man hat ein kleines Portfolio vielleicht aufgebaut, man hat eine Website, die ganz cool ist, die auch vielleicht schon in eine Richtung geht, die ein Thema aussagt, wie zum Beispiel Fashion, die zum Beispiel sagt Still Life, die zum Beispiel sagt Kunst, man aber noch keinen Cent damit verdient. Aber man hat eine Webseite, man hat Instagram. Was ist der nächste Schritt? Ja. So. Also, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive spreche, die richtigen Leute finden. Und das merke ich jeden Wie findet Tag, man die? in dem ich arbeite. Wenn man nicht die richtigen Leute findet, dann wird man auch nicht gebucht. Und wir bleiben jetzt mal bei der Fashion-Branche. Angenommen, du möchtest jetzt Fashion-Jobs haben, interessierst dich aber selber nicht für Fashion, dann haben wir schon mal Problem Nummer 1, in meinen Augen. Weil Ja. dann wirst du in diesen Kreis schlecht reinkommen. Und erst wenn du in diesen Kreis reinkommst, wo alle möglichen Leute zusammenkommen, die sich für Fashion interessieren, ja, dann bist du ja genau bei der Gruppe an Leuten, die dich höchstwahrscheinlich auch buchen. So, also versuch auch wirklich immer zu hinterfragen, die Macht mir das Richtung, Spaß auch. ja, die Richtung, Ja. in die ich gerade gehe, entspricht mir das oder möchte ich da nur anderen gefallen? Und Ja. auch ich kenne diesen Traum Ich von auch. wegen, ich möchte Fashion-Fotografin werden, Ja. weil ich das auch bei GNTM gesehen habe und die coolen Plakate auf der Straße. Ich muss aber auch sagen, ich mag Fashion, aber ich bin absolut nicht die jetzt einen Fashion-Kanal starten könnte oder wo Leute sagen würden, wow, Luise, du bist so fashionbegabt, fotografiere unbedingt jetzt unsere nächste Kampagne für Gucci. So, wird erstmal nicht passieren. Und dementsprechend schau natürlich auch, was sind wirklich deine Interessen und in welchem Kreis kannst du gut funktionieren und vor allem ganz authentisch die richtigen Leute erreichen. Deine Zielgruppe. So. Ja, deine Interessen halt, also unser Beruf ist ja kreativ und sehr viel mit Interesse, mit persönlichem Interesse verbunden. Ich glaube, wenn Fotografen ihren Job hassen würden, würden sie ihn nicht machen. Das bedeutet aber auch wiederum, wenn man den Weg geht, muss man rausfinden, was einem Spaß macht in der Fotografie. Ja, obwohl ich da 2 Seiten meine. Es gibt auf der einen Seite ich bin gut in der Fotografie und auf der anderen Seite, wen möchte ich eigentlich fotografieren? Und da sehe ich ganz oft das Problem, dass Leute zum Beispiel, ich kann noch mal ein anderes Beispiel nennen als Fashion, zum Beispiel Hunde fotografieren möchten, haben aber selber gar keinen Hund und Aber kennen muss man sich. das haben? Muss man einen Hund haben, um Hunde zu fotografieren? Ja, nicht unbedingt, aber dann kannst du ja ganz anders diese Szene beurteilen und ganz anders auf Bedürfnisse eingehen oder vielleicht dich in Leute hineinversetzen, die einen Hund haben und die zu dir als Kunde oder Kundin kommen.
Ja, ich meine, das Hundebeispiel ist jetzt vielleicht ein bisschen Okay, ja, ein anderes Beispiel, zum Beispiel Hochzeiten. ja, Wenn du für sehr hochpreisige Hochzeiten gebucht werden möchtest, Leute, die Wert ja, legen auf teure ja, Markenkleidung, ja, sehr ähm, hochwertige Deko und so weiter, dann musst du dich selber auch dafür interessieren. Wenn du bei dieser für die Hochzeit Deko. bist, ja, Ja, doch, das meine ich ja, ernst. Wenn du bei dieser Hochzeit bist und dann dich eigentlich für authentische Hochzeiten mhm, interessierst, so in dir drin, dann fotografierst du die Emotionen. Dann gibst du die Hochzeit ab mhm. und die Braut denkt sich, wo sind die teuren Sträuße, wo sind die teuren, wo ist der teure Schmuck, wieso hast du davon kein Bild gemacht? Ja, weil die Werte dieser Menschen ganz anders ist als deine. Du hast einen ganz Ja, anderen Blick und dann funktioniert das nicht. Dann ist das nicht die Branche, in der du, aber das meine ich ja mit Interesse. Also du musst einfach das Interesse für das haben, was du da tust. Und wenn du denkst, ich muss jetzt Fashion-Fotografin werden, weil ich das im Fernsehen sehe, aber eigentlich interessiert mich Fashion gar nicht, dann wird es nicht funktionieren. Man muss ein gewisses Grundinteresse an diesen Themen haben. Und wenn man gerne kleinteilig und fummelig arbeitet, dann ist man vielleicht ein guter Stilllifer. Und wenn man gerne in der Natur ist, dann ist man vielleicht ein guter Outdoor-Fotograf. Und wenn man sehr gerne mit Menschen zu tun hat, die Spaß haben und die gerne eine gute Zeit haben, dann ist man vielleicht ein sehr guter Lifestyle-Fotograf. Aber umgekehrt wird das nicht funktionieren. Wenn du gerne im Studio 3 Stunden an einem Still-Life ein Glas fotografierst, bist du vielleicht nicht der Richtige, der mit 20 Leuten über eine Brücke rennt, die Spaß haben. Das ist vielleicht nicht dann das, was funktioniert, aber das passiert oft auch natürlich irgendwann, wenn man auch rausfindet, was man will. Ich habe auch vorher gemeint, ich habe gedacht, ich werde Fashion-Fotograf, High-Fashion-Fotograf, bis ich irgendwann gemerkt habe, boah, irgendwie macht mir dieses ganze Lifestyle-Zeug viel mehr Spaß und auch ein bisschen technischer arbeiten. Ich bin halt auch ein kleiner Nerd. Ähm, Bilder bauen, Photoshop, diese ganzen Sachen, macht mir Spaß. Deswegen habe ich mich da halt mehr interessiert für und bin dann da ganz natürlich auch reingewachsen. Ähm, und das ist halt super wichtig, dass man das macht, dass man da sich auf sich selbst hört und auf sich selbst auch vertraut und sagt, das macht mir jetzt gerade richtig Spaß, da mache ich jetzt mehr von. hm, Und dann kommt das, glaube ich, ganz natürlich. So. ja. Und natürlich, man entwickelt sich auch und sollte dann auch nicht von heute auf seine komplette Zukunft schließen. Ja, So, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich zum Beispiel auch in 5 Jahren nochmal für andere Leute arbeite als jetzt oder generell mich vielleicht nochmal mehr für Fashion interessiere jetzt als Beispiel. Dementsprechend ist natürlich auch immer eine Momentaufnahme. ja, Aber das ist wirklich ein Problem, was ich häufiger sehe, dass Leute den Traum von etwas haben und sich fragen, woran liegt es, dass ich dort nicht, ja, nicht stattfinde, die Leute nicht erreiche. Und man dann aber relativ schnell sieht, naja, du passt da, stand jetzt noch gar nicht hin. So, ja. das ist nicht dein Kreis. Deswegen immer schön ehrlich sein zu sich selber und auch gucken, ja, was funktioniert für mich und was nicht. Und wenn ich wirklich sage, hey, das mit der Fashion, das meine ich aber ernst, dann geh zur Fashion Week, dann kauf dir die ganzen Fashion-Magazine, dann versuch dorthin zu gehen, Ja, zu Netzwerken, wo genau die Leute sich treffen. ja. So, natürlich Sich dann, mit den Menschen umgeben, die da schon drin sind in dieser Bubble. genau, und dann bringt Ja, es auch nichts, ab einem gewissen Punkt noch mehr Videos über Kameras zu schauen und noch bessere Fotos machen zu wollen, ja. sondern dann investiere wirklich diese Zeit in das Naja, Netzwerken. das ist ja der Punkt Netzwerk. Ich habe mir damals auch auf dem Dorf die Fotografen rausgesucht, die schon ein bisschen erfolgreicher waren als ich und habe mich so ein bisschen an die rangehangen und habe natürlich versucht, da so viel wie möglich mitzunehmen. Und wo wir auch vielleicht jetzt mal zum Thema Praktikum und Assistenz kommen können, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber das ist natürlich auch ein Riesenweg, den man gehen kann und der auf jeden Fall für viele, 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 die ich kenne, äh, der Weg war, durch Assistenz zum Fotografen zu werden. Und da habe ich zum Beispiel ganz klassisch den Moment gehabt, wo ich dann mein Praktikum angefangen habe. Im Praktikum gemerkt habe, wow, das macht mir richtig Spaß, in einem Studio zu arbeiten,
von anderen Fotografen zu lernen, Lichtaufbau, Equipment, diese ganzen Dinge mal in der Hand zu haben, die ich mir selbst nie leisten hätte können. Und dann irgendwann den Mut natürlich auch haben musste, zu sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig als Assistent oder als Fotograf oder was auch immer und assistiere aber. Ich versuche es gar nicht erst jetzt Fotograf zu sein, sondern ich assistiere jetzt mal ein paar Jahre. Und wie werde ich Assistent oder Assistentin? Fotografen finden, Mails schreiben, Mails schreiben, Mails schreiben, Mails schreiben. Man kann meiner Meinung nach schon noch Assistenzstellen finden, auch feste Assistenzstellen. Praktika gibt es auch noch, nicht mehr viele, aber es ist noch möglich. Und man muss Akquise betreiben. Ganz, ganz klassisch E-Mails schreiben. Und was kann ich am Anfang erwarten? Wahrscheinlich erstmal für 0 Euro anbieten, Ja, mitzukommen, also ich oder? habe die ersten, als ich dann selbstständig war, Freiberuf, nicht mehr Praktika, nicht mehr festangestellt, habe ich die ersten 2, 3 Jobs umsonst gemacht. Man muss Und assistiert man dann vor allem einer Person unterschiedlich, oder, okay. ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Start meiner Freiberuflichkeit als Assistent, erinnere ich mich noch, 300 E-Mail-Adressen mir rausgesucht im Internet. Also 300 Webseiten von Fotografen durch Googlen, durch Recherche, durch was auch immer, mir in eine Excel-Tabelle geschrieben, habe alle E-Mail-Adressen rauskopiert, habe jeder einzelnen E-Mail-Adresse eine Mail geschrieben und zwar nicht einfach Copy-Paste, sondern ich hab jede E-Mail personalisiert und ein bisschen versucht, was über den Fotografen auch zu schreiben, und habe mich quasi angeboten als Assistent. Ich hatte damals noch keine Ahnung von gar nichts. So. Also Wie es war viele Antworten hast du bekommen? 2. Nee, ich habe 10 Antworten bekommen, aber 2 Jobs habe ich dort ausbekommen. Bei 300 Ja. Mails. Und das ist ein ganz normaler Durchschnitt, dass man so wenig bekommt, weil viele Fotografen gar nicht erst antworten oder schon ihre Assistenten haben. Aber es gibt immer ein paar Menschen, die lesen die E-Mail zur richtigen Zeit. So, genau in dem Moment, wo sie vielleicht morgen ein Shooting haben und schnell noch einen Assistenten brauchen oder sagen, ach, ich habe zwar schon einen Assistenten, aber ich hätte noch gerne einen zweiten, der vielleicht nicht viel Geld kostet. Ich mach's mal. So. Ja. Aber diesen Fleiß und diesen Moment muss man machen. Also man darf nicht sitzen zu Hause und hoffen, die Leute kommen zu einem selber. Man muss rausgehen und E-Mail schreiben, E-Mail schreiben, E-Mail schreiben oder Instagram-Accounts schreiben oder von mir aus auch auf LinkedIn Leute adden und denen schreiben so, hey, ich bin jung und ich will was lernen, hast du eine Idee? Und man muss ja nicht mal ähm, bei der Person, wenn ich einen Fotografen oder Fotografin schreibe, kann es ja auch sein, dass sie gar keine Kapazitäten hat, um einen Assistenten jetzt zu brauchen, aber vielleicht sagt die, hey, schreib doch mal dem, der sucht gerade jemand. Und das ist natürlich auch Gold wert, wenn das passiert. Und da ist dann natürlich wieder das Thema Netzwerk ein Thema, dass man einfach immer die Fühler ausstrecken muss nach Möglichkeiten und auch vielleicht manchmal ein bisschen opportunistisch sein muss. Also vor allem, wenn man das Gefühl hat, man kann eigentlich gut fotografieren und weiß gerade nicht so richtig, wie man weiterkommt und bekommt keine Aufträge, finde ich es wirklich einen guten Tipp zu sagen, assistiere erfolgreichen Fotografen, die im besten Fall genau in dem Bereich arbeiten, in den du gehen möchtest. Ja. Und schreibe nicht 10 Mails, nicht 50, sondern wirklich dreistellig. So. Was sagen wir jetzt den Menschen, die schon älter sind, Familienleben, Jobs haben, feste Jobs, die nicht einfach ihren Job kündigen können und sagen können, jetzt bin ich freiberuflich und probier's mal. Schwierig, ne? Wir sind Ja, es halt ist anders, wirklich wir sind da schwierig. halt anders. Ich habe schon ein paar Leute gehabt in meinem Umfeld, die sagen, ich bin schon zu alt, wenn sie schon irgendwie 30 sind oder so. Das stimmt auf gar keinen Fall. Nee, stimmt Also wirklich ich nicht. kenne Fotografen, die haben mit 35 angefangen. Ich kenne Leute, die haben mit 20 angefangen. Natürlich hat man einen Vorteil, wenn man jünger anfängt. Es ist nun mal so. Umso früher man anfängt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Das ist ganz normal, aber das ist in jedem Job so. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist natürlich schwieriger. Aber wenn man jetzt irgendwie schon Familie hat und ein Leben, was Geld kostet, und man nicht einfach seinen Job hinschmeißen kann und sagen will, aber trotzdem Fotograf sein möchte oder vielleicht irgendwann
seinen Job kündigen will und selbstständig sein will, dann schwierige Frage, aber ich würde auch sagen, jede freie Minute, die man opfern kann, in dieses Projekt reinstecken. Genau, das wollte ich jetzt noch Fotografieren. sagen. Ich kenne So. super viele, die ihren Vollzeitjob nicht gekündigt haben, sondern gesagt haben, ich nutze jetzt meine Wochenenden. Und Ja. auch das ist für ein paar Monate richtig intensiv und nervig. Ja. Absolut, weil man einfach kein Wochenende zum Entspannen hat. Ja. Aber es wird sich auszahlen, wenn man dann diese 2 Tage oder je nachdem, muss wie man es sein, ja. legen kann, für sich nutzen kann, um halt wirklich die Kombination aus Fotografieren und Netzwerken zu machen. Ja. Es wird nicht anders gehen. So, das Ja. klingt hart, ist Und aber das so. hat ja ein Ende. Also wirklich, das ist ja vor allem die zähe Anfangszeit, Ja. die aber vorbeigeht, wenn man sich wirklich Mühe gibt, gut anstellt und dann auch die richtigen Leute zur richtigen Zeit trifft. Glück gehört auch immer dazu, muss man einfach sagen. Also ja, Was meinst du damit, Glück? die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Das Das kann ist ganz, man, das ist ganz interessant, weil ich habe das auch mal gesagt und dann hat ein Kollege von mir gesagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, bedeutet aber auch, dass man sich entschieden hat, an diesem Ort zu sein und nicht einfach dahin gebeamt wurde. Und wenn ich eben auf der Couch sitze zu Hause und nicht auf die Veranstaltung gehe, wo ich vielleicht die Leute treffe, dann hat das nichts mit Glück zu tun, sondern man muss sich aktiv entscheiden, ich gehe dahin und wenn ich dann dort jemanden treffe, dann ist es vielleicht Glück. Aber die Entscheidung, ich gehe dahin und ich mache das, das hat nichts mit Glück zu tun. ja, stimme Das ich ist zu. natürlich ein Punkt Glück, aber nicht nur. Ja, So. aber ich finde, es gehört auch wirklich Glück dazu, Ja, dass man da tatsächlich an die richtigen Leute gerät, dass man die Person auch in der Firma hat, die sagt, hey, Jules ist jetzt genau der Fotograf, den wir brauchen, klar, zum Beispiel. natürlich. Und Ja. wenn das eventuell dann eine andere Person entscheidet, wäre das dann vielleicht auch ein anderer Fotograf. So. Und ja, auch, also in meinem Lebenslauf würde ich sagen, war auch viel wirklich Glück. Auch, dass Julia und Jill genau zu der Zeit eine freie Stelle hatten und so weiter. Mhm. Das konnte ich jetzt nicht so beeinflussen, aber selbstverständlich habe ich auch sehr viel Energie und Zeit da reingesteckt. Und ja, das ganz kurz will ich eine Sache noch dazu sagen, weil ich auch ab und zu mal so von Leuten gesagt bekomme, ach Mensch, du hast es aber auch leicht im Leben oder du Ja. hast immer so viel Glück. Also, Mhm. dass ich mir manchmal so denke, ja, es gehört Glück dazu, aber ich arbeite auch wirklich sehr viel und habe auch Ja. sehr viel Energie in das ganze Projekt gesteckt und arbeite wirklich jeden Tag dafür, dass das so bleibt. Und Was ist dein Fazit? zu unserer Folge. Mhm. Ich will noch eine Sache sagen, und zwar haben wir jetzt den Weg Social Media nicht benannt, der ja doch auch relativ präsent ist, vor allem aktuell, dass viele Leute versuchen, dadurch sich eine Reichweite aufzubauen und dadurch Kunden zu gewinnen, die dann Aber dafür auch sorgen. da ist halt ohne Fleiß kommst du auch Ohne da Fleiß nicht weit. keinen Preis, Also, absolut. ja. Und eine wichtige Sache möchte ich da auch noch auf den Weg geben. Du kannst nicht davon ausgehen, dass einfach nur, weil du schöne Bilder postest, dich Leute buchen. Es wird nicht funktionieren. Du musst dir ab einem gewissen Punkt wirklich überlegen, bei deinen Social-Media-Accounts, für wen möchtest du Experte oder Expertin sein? Und angenommen, du möchtest gerne Hochzeiten fotografieren, dann teile nicht die Hundefotos, dann teile nicht die Autofotos Ja. und dann teile auch nicht deine Ibiza-Saufurlaube mit Freunden. So, das ist dann dein Business-Profil und teile alles rund Ja. um Hochzeiten und dann wird es auch langfristig funktionieren. Mir Aber wurde mal gesagt, man muss sich irgendwann in eine Schublade stecken lassen. ja, genau, Und das ist das auch so. auch ganz am Anfang schon kurz angerissen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich entscheiden muss. Und da ist jetzt auch egal, wie spitz oder wie offen das jetzt genau sein soll bei dir. Aber ja, nutze deine Social-Media-Accounts wirklich für die Zielgruppe, die du erreichen willst. Nutze es nicht als privates Profil und mach dir dahingehend wirklich Gedanken. Wir Sonst haben ja auch noch wirst du eine nicht ganze gebucht. Folge über Social Media. Ja, aber ich konnte das jetzt nicht auslassen, Nein, weil nein. auch mir das sehr geholfen hat,
Kunden zu generieren und mich auch viele darüber gebucht haben, gerade in meiner Ja. Anfangszeit. Ja. Jetzt dein Fazit. Jetzt mein Fazit. Stecke viel Fleiß und Energie, vor allem am Anfang rein. Investiere Nicht nur Geld. etwas Geld, Nicht nur Geld. nicht nur Geld. Ja. Mache freie Projekte, halte durch, versuche dich später, so gut es geht, zu spezialisieren und Netzwerken, ganz viel Netzwerken. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte. Meins ist ähnlich. Ohne Fleiß kein Preis. Es ist sau hart am Anfang. Es ist super, super hart am Anfang. Es ist sau anstrengend. Es ist nervenaufreibend. Es ist Blut und Schweiß, oder wie man sagt, Blut und Tränen. Alles Ähm, und Schweiß. Aber wenn man dabei bleibt und wenn man es durchzieht, wird man es schaffen. So. Ja. Oder hat zumindest eine sehr viel höhere Chance, es zu schaffen. Habe ich auch schon oft erlebt. Menschen, die Gas geben und die wirklich Monate oder auch Jahre wirklich sich den Arsch aufreißen, die kriegen das auch hin. So, und die verdienen damit Geld und die leben davon. Und Menschen, die faul sind und die sich nur wünschen, Fotografin zu sein oder diesen Traum nur haben davon, aber nichts dafür tun, die werden keine Fotografin. Und das ist, glaube ich, mein Fazit. Ohne Fleiß kein Preis. Ja, Zusammengefasst. sehr gut. Ja. Danke. Danke.